Hallo und herzlich willkommen zu Spieltag 5 der Soccercoin Europameisterschaft 2020. Ja, ich darf heute wieder begrüßen unseren Soccercoin TV-Experten, wie immer René Hobeck. Servus Marcel, hallo. Hallo. Ja, wir sind jetzt bei der letzten Gruppe angelangt, am 5. Spieltag. Und der stärksten Gruppe auch noch, auf alle Fälle. Und zwar Portugal, Frankreich, Deutschland und Rumänien. Wer glaubst du, kann sich da durchsetzen? Oder wer hat da eher schwierige Chancen weiterzukommen? Gut, ja, der Kenner wird sofort sagen, natürlich Rumänien wird es schwer haben. Ich glaube auch die Deutschen werden es schwierig haben. Die Deutschen haben einfach schon seit Jahren ein bisschen Unruhe im Team. Ja, warten wir es ab, vielleicht ist es auch einfach nur mein Eigeninteresse. Ja, und würde ich sagen, schauen wir uns mal die erste Partie an, der Gruppe F, und starten wir rein. Ja, das erste Spiel der Gruppe F beginnt zwischen Rumänien und Portugal. Klarer Favorit Portugal. Definitiv, selbstverständlich, ja. Kann man nur so sagen. Ja, Cristiano Ronaldo wird sein Team versuchen, wieder ins Finale zu führen. Wie im Jahr 2016? Ich glaube. Ja, müsste 2016 gewesen sein. Ja, bin bei dir. Aber auch so, die Portugiesen haben mit Bruno Fernandes jetzt auch nochmal im Mittelfeld einen starken Motor. Pepe ist etwas in die Jahre gekommen, aber klar, ich denke, es wird reichen. Ja, dann fangen wir an und hier jetzt gleich mal die erste Chance für Klar. Portugal. Danilo dribbelt in den 16 hinein. Auf Bruno Fernandes, da haben wir ihn schon. Erster Schuss. Schöne Parade vom rumänischen Fast gleich das 1:0. Torhüter. Also Portugal fängt gut an. Ja. Wie immer, ich sage einmal, der Tormann von den Ukrainern, der wird wichtig sein, dass der hier wirklich, Ukrainer sage ich, von den Rumänen, verzeih mir, dass der hier eine Top-Tage erwischt und so viel Bälle wie möglich herausfischt. Ja, und hier zu sehen, die erste Welle, die das Stadion Die geht. Welle, ja, die würden wir auch gerne mal wieder in Natura sehen. Hoffentlich ist es bald wieder soweit. Hoffentlich. Ja, jetzt der Eckball nach dieser Chance. Ja, dribbelt rein in den 16er. Ja, findet keinen Abnehmer. Etwas Verwirrung im 16er. Wieder Portugal. Ich spielt nur Auf Portugal. Ronaldo, Da ist schön er. gemacht. Gute Rückgelegt. Auflage. Moutinho. Den darf er Bisschen schon machen, Kann man schon machen, ja, aber Da nicht ärgert er richtig, sich, ja, nicht ja. richtig getroffen den Ball. Rutscht ihm über den Schlappen. Ja, Da ärgert er natürlich. sich zurecht. Ja. Muss er machen. Ja, wieder kurz vor der Pause jetzt wieder Chance für Portugal. Schön reingespielt. Vor der Pause wäre ein Treffer ganz bisschen wichtiger. wackelig, aber das war's mit der ersten Halbzeit auch schon. Moutinho wäre ein Kandidat vielleicht, ihn zu wechseln. Mittelfeldmotor neben Bruno Fernandes, jetzt hat er schon 2 Chancen. Ja, zweite Hälfte gleich in der 85. Minute. Bis dahin Servus, da ist ja nichts passiert. Aber Ronaldo schön gemacht und Guerrero Etwas das zu war zentral, eine 100%ige Top-Chance Chance. für Portugal in diesem Spiel. Jetzt kommt vielleicht die Rumänen mit der Überraschung. Das wär's jetzt. Flanke Flanke. kommt und der Ein Fallrückzieher. Fallrückzieher. Budesco, na das wär's gewesen. 90. Minute mit einem Fallrückzieher, der Ja. Stachel hätte tief gesessen. Das hätte den Portugiesen auf alle Fälle wehgetan. Definitiv. Ja, aber das Problem kennen wir von den Portugiesen. Sie spielen schönen, guten Fußball. Ja. Sie stehen natürlich immer im Schatten des großen Bruders Spaniens. Sie schaffen es, sich selten dann wirklich gut durchzusetzen. Es lastet die Schuld immer auf einer Person, unser schöner Cristiano. Ja, wir sind Das auch schon war's in der anscheinend, letzten oder? Spielminute dieses Matches. Letzte Chance oder pfeift der Schiri schon ab? Es wird Ah, aus, pfeift ja, schon. 0:0 zwischen Portugal und Rumänien. Hätte ich nicht erwartet. Ich auch nicht, ehrlich Überraschung. gesagt. Also sehr überraschend. Diese Ding, Portugal starke Chancen gehabt, gute Chancen gehabt, leider nicht verwertet. Ja, das klassische Problem der Portugiesen. Ihnen fehlt das letzte. Ja, dann springen wir in der Gruppe F zum letzten Spiel und auch das letzte Spiel der ersten Runde in dieser Europameisterschaft. Das nächste Spiel ist ein Topspiel aus der Gruppe auf alle Fälle. Da gibt es viele Topspiele in dieser Gruppe, denke ich jetzt. Ja. Ja, das ist Frankreich gegen Deutschland. Diese Partie haben wir schon öfters gesehen in einer Europameister- oder Weltmeisterschaft. Definitiv, ja. Und es ist immer ausgeglichen, aber es gab auch immer einen Sieger, einen klaren. Einen klaren Sieger. Ja, also unentschieden, glaube ich, auch wird diese Partie nicht ausgehen. Und ich
sehe hier den Weltmeister in der Favoritenrolle. Die wollen auch den Europameistertitel jetzt natürlich nochmal haben. Ja, dann starten wir rein in diese Highlight-Partie Auf zwischen geht's. Frankreich und Deutschland. Schön im Stadion zu sehen, die alte Ikone Zinedine Zidane. Ja, natürlich im Paris Saint-Germain-Stadion. Parc de Princes. Ja, wieder, wie angesprochen, Zidane in der Choreo. Ja, da Ja, sieht man schon die Stars. Die französische Nationalmannschaft, einer der Gespickt. bestbesetztesten. Definitiv. Sowohl vom Alter als auch vom Können her ist diese Mannschaft auf jeder Position top besetzt. Im Gegensatz dazu, die Deutschen haben auch natürlich ihre Qualitäten, wie wir alle wissen, aber die suchen einfach noch ihre Form. Das Ausscheiden bei der WM so früh, das hat ihnen nicht gut getan, sie sind im Umbruch. Ja, schauen wir mal, ob das dieses Mal anders ist in der Ich glaube Europameisterschaft. Ich glaube nicht. Ja, Und da fangen sieht wir man an. auch schon, der junge Mbappe geht Erste durch. Chance für Frankreich von Giroud. Giroud in der Startelf verwundert mich ein wenig, aber Wen hättest gerade du bei dir Turnieren. erwünscht im Sturm statt Giroud? ich bin mehr der Benzema-Fan, aber auch dieser ist immer wieder umstritten. Okay. Ja. Giroud hat seine Qualitäten, für mich ist er etwas zu statisch. Ja, Frankreich startet rein und jetzt der schnelle Mbappé am Flügel. Der ist unaufhaltsam hier, groß Der geht kommt alleine, nicht nah. er wird es auch allein Und- machen, da ist ja. es das 1:0. Wow. Sogar mit dem schwächeren Linken, er marschiert einfach übers halbe Feld. Der Junge ist wirklich der neue Superstar, den die Welt gebraucht Ja, hat. eindeutig. Also stark gemacht. Da sieht man Deutschland ganz schwach in der Verteidigung. auf Total alle Fälle. schwach, komplette Positionierungsfehler in der Mitte, keiner geht auf ihn außen drauf. Groß ist hier einfach zu weit weg. Ja, Keine und Chance, keine Mbappé Chance macht für den ihn. eiskalt dann Ja. ins, und hier Jogi Löw auch Zu eingeblendet, der sich ärgert. Mbappe ist für mich ein Kandidat auf den Torschützenkönig des Turniers. Ja, nächste Chance. Es spielt nur eine Für Mannschaft. Frankreich, Wunderschönes Verschall. Griezmann, der Abschluss vielleicht nicht unbedingt nötig. Nicht der Beste, aber da ist er schon wieder. Wieder Griezmann. Wieder auf mit links. das Tor, wieder Mbappé. Wahnsinn, Wahnsinn. Neuer. One-Way-Traffic hier. Natürlich, Neuer, einen guten Torhüter haben die Mhm. Deutschen hinten drin, wie man Natürlich. hier auch wieder sieht, zweimal toll pariert. Ja. Ja, jetzt kommen vielleicht die Deutschen. Hm. Ja, Zu weit, zu weit. etwas zu weit. Loris holt sich den. Jetzt haben wir oben gerade vorher gesehen, Ben Yedder ist für Giroud gekommen. da ist der er auch gefällt mir schon. auch sehr gut, da ist er schon, Und ja. da ist Coman. Wunderschön. Den muss er machen eigentlich. Den muss er machen. Pogba schön weitergespielt hier und den genau auf den Torhüter geschossen. Zu zentral auf jeden Nächste Fall. Chance wieder Frankreich für Griezmann. Griezmann und den macht er nicht. Wieder Unglaublich. Neuer. Schöne Ja. Parade. Ja, aber es spielt nur eine Mannschaft. Wie Es es zu spielt erwarten war. eindeutig nur Frankreich. Ja, dann der darauffolgende Eckball hier für Frankreich. Kurz kurz auf abgespielt, Kanté. Kanté. Zurück Tolisso wieder auf die Griezmann. Das war Autsch, abseits das darf einer Mannschaft wie Frankreich natürlich nicht passieren. nicht gut hier gespielt. Ja, Griezmann Aber gut von den Deutschen rausgerückt, wie man sieht. Ja, 3 Mann im Abseits der Franzosen. Peinlich. ja, Schlussminuten. Deutschland vielleicht noch mit dem Ausgleich in die Partie. Goretzka, Zu wenig, zu wenig. zu wenig. Aber wäre auch nicht wirklich, also wäre etwas unverdient für die Deutschen. Definitiv, definitiv. Also Die Ausgleich. 90 Minuten, zumindest anhand der Highlights, hat nur eine Mannschaft gespielt. Ich glaube, das war's auch. Mit dem Abstoß wird die Partie wohl abgepfiffen werden. Er lässt sich extra lang Zeit. Loris will natürlich die 3 Punkte mitnehmen. Ist ganz klar. Die Sekunden verstreichen, Ja, die Pfiffe der Fans kommen. und nach dem Abschluss wird Das sie war's wohl. wohl zu Ende sein. Ja, das war's. Die Deutschen verlieren die erste Partie in der Gruppenphase gegen Frankreich. Kann man verlieren gegen Frankreich? Definitiv, auch Deutschland darf gegen Frankreich verlieren. Und ja, wie wir auch beide jetzt schon festgestellt haben, absolut zu Recht, es hat nur Frankreich gespielt. Frankreich eindeutig die bessere Mannschaft, auch meine Sicht. Ja, das war's, die zweite Partie der Gruppe F. Auch diese Gruppe ist jetzt zu Ende. Wir haben jetzt einmal alle Gruppen durch, jeder einmal gespielt. Dein Fazit bis dahin, wer hat dich am meisten überrascht? Wer war am schlechtesten momentan? Also überrascht haben mich definitiv die Iren mit ihrem 2:0-Sieg gegen die Polen. Das war für mich die Überraschung des Tages. Frankreich bleibt für mich der Favorit auf den Titel. Von den Holländern wünsche ich mir mehr zu sehen. Okay, perfekt. Ja, dann war es das auch schon wieder mit unserem 5. Spieltag. Ich bedanke mich wieder bei dir, dass du bei uns warst. Es war mir immer eine Freude.
und verabschiede mich.